zusammen, heute gibt es meinen Ersteindruck zum Pixel 6 nach 5 Tagen Nutzung. Im nächsten Video gucken wir uns die Neuerung vom genialen Android 12 an. Also abonniert unbedingt den Kanal. So, jetzt nach der Ankündigung kommen wir zum Ersteindruck. Ich nehme es vorweg, das Pixel 6 zum Preis von 649 € ist eigentlich ein No-Brainer, das ich wärmstens empfehlen kann. Es gibt lediglich Kleinigkeiten zu bemängeln. Ich fange mit der Akkulaufzeit an, denn da gibt es absolut nichts zu meckern. Ich bin beeindruckt und komme locker durch den Tag mit Screen-on-Zeiten von 5 bis 6 Stunden. Die neue Anzeige ist etwas blöd, beim Graphen muss man die Balken vor der Vollladung abziehen. Das ist ein bisschen umständlich. Die Verarbeitung ist meiner Meinung nach auf höchstem Niveau, die Spaltmaße passen und das Inhandgefühl ist wirklich hervorragend. Dazu tragen die abgerundeten Seiten bei. Das Pixel 6 wirkt auch mitunter seines Gewichtes sehr solide. Lediglich die Knöpfe trüben den sehr positiven Eindruck, da sie etwas Spiel haben. Beim Punkt Haptik gibt es auch nichts zu meckern. Der neue Linearmotor ist klasse. Das Feedback steht dem iPhone in nichts nach. Wenn überhaupt, dann nur sehr gering. Vibrationen kommen sanft, präzise und prägnant rüber. Beim Display habe ich leider das Panel an sich zu bemängeln. Wenn man das Display bzw. das Pixel 6 kippt oder von der Seite betrachtet, sieht man einen Regenbogenschimmer. Und das schon bei geringen Winkeln. Abgesehen davon ist das Display wirklich gut. Die Farben sind satt, die Helligkeit ausreichend, die Auflösung / Pixeldichte völlig in Ordnung. Noch ein Punkt, bei dem ich meckern muss, das ist der optische Fingerprint-Sensor. Als erstes meckere ich, weil es ein optisches Modell und kein Ultraschallmodell ist. Das Ultraschallmodell ist einfach sicherer, wie bei den Galaxy Phones. Der zweite Punkt ist, dass die Erkennung langsam ist. Dadurch verzögert sich die Entsperrung. Ich hoffe sehr, dass Google hier mit einem Update die Geschwindigkeit erhöht, bzw. erhöhen kann. Denn es gibt nicht mal die Möglichkeit einer Gesichtserkennung. Bei der Software habe ich noch gemischte Gefühle. Die neue UI ist mega geil. Sie gefällt mir richtig gut. Bedienelemente, Icons, Widgets und die Personalisierbarkeit durch Material You ist erste Sahne. Allerdings gibt es noch vereinzelt Fehler mit der Gestensteuerung und mit einigen Apps. YouTube Studio stürzt ständig ab. Twitter ruckelt beim Scrollen. Gut, da müssen die App-Entwickler ihre Hausaufgaben machen. Und dann sollte es auch kein Problem mehr sein. Ein Problem habe ich allerdings mit dem Einhandmodus. Dieser ist vom iPhone kopiert und den mag ich sowohl beim iPhone als auch jetzt beim Pixel nicht. Ja, ich hasse ihn sogar. Der beste Einhandmodus ist einfach bei Samsung Galaxy Phones. Da hätte Google kopieren müssen. Die neue automatische Transkription und die neue Live Translate Funktion habe ich offline leider noch nicht zum Laufen bekommen. Wenn ich da mehr Erfahrung, neue Erfahrungspunkte habe, werde ich ein kleines, kurzes, separates Video dazu machen. Ab jetzt wieder und nur noch Positives. Kameras. Die ersten Bilder sehen vielversprechend aus. Dennoch vermisse ich die Telelinse. Das wäre wirklich die Kirsche auf der Sahne gewesen. Blitzlicht. Der Blitzlicht ist zu meiner Überraschung extrem hell. Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet. Finde ich absolut gut und da gibt es nichts zu meckern. Auch nichts zu meckern gibt es bei den Lautsprechern. Diese sind auf einem Niveau mit meinem Z Fold 3 und damit war ich ja schon extrem zufrieden. Also bin ich auch mit den Lautsprechern des Pixel 6 zufrieden. Sie klingen wirklich sehr gut. Und zu meinem Erstaunen gibt es gar nicht mal die Option Dolby Atmos. Hat Google sehr gut gelöst. Kommen wir zum Empfang. Der Empfang ist solide. Ich hatte bei keinem Gespräch bisher Abbrüche oder Störungen. Auch hatte ich keinerlei Probleme, ein Signal zu empfangen. Daumen hoch. Das waren jetzt einige Punkte, die mir besonders aufgefallen sind und die mich so positiv über das Pixel 6 denken lassen. Schon nach nur 5 Tagen. Ich kann es jetzt schon jedem empfehlen. Im Dezember soll ein großes Update kommen, das auch Fehler beseitigt. Ich bin guter Dinge, dass das Pixel 6 danach umso besser sein wird. Nach diesem Update wird es meine Review geben und meine finale Empfehlung. Jetzt geht es weiter mit der Neuerung von Android 12, dem meiner Meinung nach schönsten Betriebssystem überhaupt. Klickt dafür einfach auf diese Karte. Bis gleich.